Als ehemaliger Spion für den russischen Geheimdienst KGB weiß Wladimir Putin, Geheimhaltung und Tarnung sind oberstes Gebot. Wo genau der russische Präsident sich aufhält, wissen deshalb nur die wenigsten. Auch wir nicht. Aber mit Hilfe von Satellitenbildern, Fotoanalysen, Berichten von unabhängigen russischen Medien und Insidern aus Putins Umfeld können wir seine häufigsten Aufenthaltsorte aufdecken. Und aufzeigen, dass Putin nicht nur mehrere offizielle Residenzen hat, sondern auch eine Reihe von Unterkünften, über die kaum etwas bekannt ist. Beginnen wir mit dem offiziellen Amtssitz des russischen Präsidenten. Der befindet sich in der russischen Hauptstadt Moskau, genauer gesagt im nördlichen Teil des Kreml-Geländes, im sogenannten Senatspalast. Hier, im Nordflügel des Gebäudes, sind Putins Büro und seine wichtigsten Empfangsräume. Aber allzu oft hält er sich hier vermutlich nicht auf. Schon 2012 hat Putin angekündigt, nur noch für zeremonielle Anlässe im Kreml anwesend sein zu wollen. Den Großteil seiner Arbeit, so hieß es damals, erledige er stattdessen lieber von seinem eigentlichen Wohnsitz aus. Der befindet sich in Nowo-Ogajowo, einem Luxusvorort von Moskau. Hier wohnt Putin seit dem Jahr 2000. Die luxuriöse Hauptvilla liegt abgelegen im Wald des Grundstücks. Auf diesem Anwesen empfängt Putin im Lauf der Jahre regelmäßig offizielle Gäste, zum Beispiel den damaligen US-Präsidenten Barack Obama im Jahr 2009. Satellitenbilder zeigen, wie Putin das Anwesen immer weiter ausbauen lässt. Im Jahr 2014 kommt etwa in unmittelbarer Nähe ein privater Bahnhof dazu. Wozu Putin den benötigt, erklären wir später. Er ist jedenfalls stark gesichert, mit Checkpoints und unzähligen Überwachungskameras, wie man auf diesen Aufnahmen von Google Street View sehen kann. 2021 berichtet die unabhängige russische Nachrichtenplattform MBK News von einer neuen Großbaustelle auf Putins Anwesen. Ein Sprecher des Kremls dementiert sofort und lässt verlauten, es gebe keine Bauprojekte vor Ort. Wenige Tage später wird die Website, die darüber berichtet hat, von den russischen Zensurbehörden gesperrt. Die Redaktion muss ihren Betrieb einstellen. Aber die Satellitenbilder sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Es kommen in jener Zeit eine ganze Reihe von neuen Gebäuden dazu. Dabei soll es sich unter anderem um neue Gästehäuser, ein Krankenhaus und einen Sportkomplex handeln. Neben diesem Hauptwohnsitz hat Putin auch eine offizielle Sommerresidenz in Sotschi am Schwarzen Meer. Auch hier empfängt er über die Jahre immer wieder ausländische Staatsgäste. Oder trifft sich mit seinem Ministerpräsidenten, natürlich völlig authentisch, vor laufender Kamera zu einem morgendlichen Workout. Und auch hier zeigen die Satellitenbilder, dass in den vergangenen Jahren unter anderem ein privater Bahnhof erbaut wurde. Den Großteil seiner Zeit soll Putin aber weder in Moskau noch in Sotschi verbringen, sondern an einem viel abgelegeneren Ort. Das berichtet der ehemalige Geheimdienstoffizier Gleb Karakulov, der 13 Jahre lang für Putin gearbeitet hat, in einem Interview mit dem Rechercheportal Dossier Center. Am häufigsten hält er sich in Waldai auf. Waldai. Hier, auf halber Strecke zwischen Moskau und St. Petersburg, hatten schon die früheren sowjetischen Staatsoberhäupter ihre Sommerresidenzen. Schauen wir uns den Ort genauer an. Hier, auf einer Halbinsel mitten in einem Nationalpark, befinden sich sowohl russische Staatseinrichtungen als auch Putins mutmaßliche private Residenz. Offizielle Informationen oder Fotos von diesem Ort gibt es kaum. Eine der wenigen Ausnahmen stammt vom Oktober 2010. Als der damalige Ministerpräsident Italiens, Silvio Berlusconi, Putin besucht, entsteht dieses Foto. Abgleiche mit Satellitenbildern zeigen, dass die Aufnahmen hier gemacht wurden. Rund 1,5 Kilometer südlich von dieser Stelle soll sich Wladimir Putins eigentliches Zuhause befinden. Das haben verschiedene unabhängige russische Medien kürzlich aufgedeckt. Hier, auf einem Grundstück, das einem befreundeten Oligarchen gehört, steht eine 3500 Quadratmeter Villa, in die sich Putin eingemietet hat. Das zeigen Grundbuchauszüge, die der Regierungskritiker Alexei Nawalny veröffentlicht hat. Als Putin im Jahr 2003 hier eingezogen ist, soll die Villa auf seinen Wunsch hin ähnlich eingerichtet worden sein wie der prunkvolle barocke Winterpalast der russischen Zaren. Satellitenbilder und Fotos zeigen, auf dem weitläufigen Gelände befinden sich ein chinesischer Pavillon, ein riesiger Spa-Komplex und eine Kirche mit dem Namen Wladimirskaja Zerkow, was auf Deutsch übersetzt etwa so viel bedeutet wie Kirche des heiligen Wladimirs. Das russische Investigativportal Projekt hat außerdem Hinweise darauf gefunden, dass in Waldai auch Putins mutmaßliche Geliebte Alina Kabajewa mit den gemeinsamen Kindern wohnt. Unabhängig überprüfen lässt sich diese Behauptung nicht. Aber Satellitenbilder zeigen tatsächlich,
dass in unmittelbarer Nähe von Putins Villa ein weiteres Anwesen und ein großer Spielplatz dazugekommen sind. Kurz nach den Berichten über Putins Anwesen in Valdai wurde ein Teil des Sees und der angrenzenden Ufer zu speziell geschütztem Naturschutzgebiet erklärt und für Besucher gesperrt. Ein weiterer Hinweis auf Putins Anwesenheit in Valdai: Im Januar 2023 wurden im benachbarten Dorf Jaschterowo Flugabwehrkanonen des Typs Pantsir S1 entdeckt. Das Lenkwaffensystem verfügt über eine Reichweite von 20 Kilometern. Dieselben Geschütze stehen seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine auch in Moskau. Ein weiteres Indiz, dass sich Putin tatsächlich regelmäßig in Valdai aufhält, findet sich rund 4 Kilometer nördlich des Anwesens. Auch hier zeigen Satellitenbilder, dass im Jahr 2020 mitten im Wald ein privater Bahnhof mit Helikopterlandeplatz erbaut wurde. An dieser Stelle sollten wir uns kurz ansehen, was es mit all den Privatbahnhöfen auf sich hat. Der ehemalige Geheimdienstoffizier, den wir vorher schon gehört haben, erzählt in seinem Interview mit Dossier Center etwas Spannendes. Nämlich, dass Putin aus Angst um seine Sicherheit fast nur noch in einem getarnten Sonderzug reise. Der Zug ist weniger auffällig. Flugzeuge werden alle auf den entsprechenden Diensten wie Flightradar angezeigt. Aber der Zug? Wie viele dieser grauen Züge gibt es? Das ist alles zur Tarnung. Im November 2019 sind kremltreue Medienvertreter dabei, als Ministerpräsident Medwedew in Putins Zug eine Sitzung abhält. Auf dem Video ist zu sehen, dass die Waggons innen luxuriös eingerichtet sind. Von außen gibt es keine offiziellen Fotos oder Videos, aber einem russischen Trainspotter gelingen 2020 diese Aufnahmen, die sehr wahrscheinlich Putins Zug zeigen. Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Zug kaum von einem regulären russischen Passagierzug. Doch erstens ist auffällig, dass die Komposition von 3 statt nur einer Lokomotive gezogen wird. Zweitens sind auf einigen der Waggons solche weißen Gehäuse sichtbar, die es auf regulären Passagierwagen nicht gibt. Die gleichen Gehäuse sieht man auch auf dem Zug, den Putin 2019 für die Einweihungsfahrt auf der Krim-Eisenbahnbrücke benutzt. Vermutlich befinden sich darin Antennen für spezielle Kommunikationskanäle. Drittens hat einer der Waggons im Sonderzug 6 statt der üblichen 4 Achsen. Das sieht man sonst eigentlich nur bei schweren Güterwaggons. Und viertens, bei allen anderen Waggons scheinen sich die Fenster öffnen zu lassen. Doch im besagten Waggon mit 6 Achsen fehlen diese Vorrichtungen. Es liegt nahe, dass es sich dabei um einen Wagen mit gepanzerten Wänden und Fenstern handelt. Mit diesem oder einem ähnlich getarnten Zug kann Putin sich unauffällig und doch sehr sicher zwischen seinen verschiedenen Standorten hin und her bewegen. Neben den erwähnten Standorten gibt es noch eine Reihe von Anwesen, die zumindest indirekt mit Putin in Verbindung gebracht werden. So taucht im Internet im Frühling 2023 ein Foto einer weiteren Flugabwehrkanone auf. Ein Abgleich mit der Bergkette im Hintergrund zeigt, dass diese Kanone hier in einem Wintersportort in der Nähe von Sochi stationiert wurde. Nur gerade 1 Kilometer entfernt von einer ziemlich luxuriösen Villa. Offiziell gehört die Liegenschaft dem Gaskonzern Gazprom, doch der Regierungskritiker Alexei Nawalny behauptet, dass es sich auch hierbei um eine Residenz von Wladimir Putin handle. Dann wäre da noch das mysteriöse, palastartige Anwesen über dem Schwarzen Meer, das ebenfalls Putin gehören könnte. Alexei Nawalny berichtet im Film Ein Palast für Putin ausführlich darüber. Es soll unter anderem über ein Amphitheater, eine Tankstelle, ein Weingut sowie ein großes Bunkersystem verfügen. Die Kosten des Baus sollen sich auf ca. 1,1 Milliarden Euro belaufen. Der Kreml dementiert bis heute Verbindungen zu diesem Bauwerk. Die Geheimhaltung von Putins Wohnorten dient nicht nur seiner Sicherheit, sondern auch seinem Image. In den staatlichen Medien wird er als bescheidener und bodenständiger Präsident dargestellt. Putin braucht keinen Luxus. Es ist nicht sein Ding. Tatsächlich muss er auf keinen Luxus verzichten. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Putin über weitere Villen verfügt, über die wir bisher noch gar nichts wissen. Denn in seiner Zeit beim KGB dürfte Putin auch das ein oder andere zum Thema Täuschung gelernt haben. Wenn du wissen willst, wie Putin die Propaganda der Sowjetunion übernimmt, dann haben wir hier ein weiteres Video für dich. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.